So, mal kurz hier alles einrichten, dann geht's auch schon los mit dem Stream. Servus Leute, hallo, hallo, hallo. Wie geht es euch? Bin hier nochmal ganz kurz was am Einrichten und dann kann ich eure Kommentare beantworten. Heute mal kein Zocken, sondern wirklich mal zusammen chillen und uns das Event geben von DJI, was heute ja stattfindet. Seid ihr auch schon so gehypt wie ich? Also mega cool, ey. Ja, Brella HD, ich grüße dich und alle anderen eigentlich auch. Hashtag, Hashtag, ich grüße dich. Also, so, es dauert ja nicht mehr lange. Ich weiß selbst noch gar nicht, ob der Stream jetzt auf der DJI-Seite laufen wird oder auf dem YouTube-Channel von DJI. Wisst ihr das zufällig? Weil dann kann ich schon mal switchen. Noch bin ich auf dem Shop drauf. Michael, dich grüße ich auch. Und Prost hier mal ein bisschen Merinda. Servus, ja, ne? Ja, Grüße nach Hamburg. Schönes Städtchen, definitiv. Schreibt mal alle jetzt hier rein, was ihr denkt, was gleich gezeigt wird. Los, 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 los. Ja, lernen ist natürlich auch wichtig, ist ja klar. Grüße nach Berlin, auf jeden Fall. Ja, Duisburg ist auch nice, also Grüße gehen raus. Eine Drohne. Was ist, wenn es ein Gimbal wird? Keine Ahnung. Also an alle schon mal, die hier so am Start sind. Ich verrate euch eine Sache. Wenn das Event vorbei ist, gegen 17 Uhr, also in einer guten Stunde, werdet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal schon ein Hands-on zu dem neuen Produkt, zu den neuen Produkten, ich darf es noch nicht sagen, ja, sehen können. Nicht nur wie jetzt bei der Präsi, so mit, wow, geil, wir sind die DJI, wir verkaufen euch das Zeug, sondern einfach wirklich von mir, meinen ersten Eindruck oder besser gesagt, so meinen objektiven Eindruck erstmal. Ja, Grüße überall hin, Schweiz, Köln, alle am Start, überall schöne Plätzchen am Start. Ach ja, also ich kann so viel verraten, ich freue mich auf das neue Produkt und es wird vielen von euch gefallen. Kassel, cool, da war ich schon mal auf dem Hessentag damals. Ey, wie cool ist das denn? Wie viele Leute hier am Start sind? Ihr seid die Besten. Nice, also können wir es gleich schön zurücklehnen hier und das Event genießen. Also ich bin auch selbst gespannt trotzdem. Simon, dich grüße ich auch. Österreich, sehr schön, auch sehr schön. Luxemburg, auch schön, da war ich auch schon. Aber ich zähle jetzt nicht alles auf hier, wo ich überall war, ne? Wie Silvester, ne? Wie lange 2 Minuten, die jetzt noch über sind, sein können. Das ist einfach krass. So, du sitzt da, ist denn schon Mitternacht, kann schon geballert werden. Auf jeden Fall wird DJI gleich was richtig krasses rausballern, das kann ich schon mal sagen. Boah, von ganz, ja, komplett Deutschland hier vertreten. Sogar Schweiz und Österreich, die Jungs mit am Start. Nice. Ich denke mal, in Italien sind bestimmt auch ein paar deutschsprachige Zuschauer, oder? Ist zufällig jemand von euch dabei? Servus, moin moin. Ja, ich denke mal, das Event, das wird auf Englisch sein. Es findet ja drüben in den USA statt. Das könnt ihr hier schon ganz gut sehen. Ne? Hier, ich muss hier mal umswitchen. New York, da findet das Event statt. Und es gibt dieses Mal wohl kein europäisches Launch-Event.
Ja. Ein Drone Racer auch am Start. Sehr schön. Grüße aus der Toskana. Wow, wie nice. Glaub mir, da kann man, glaube ich, geile Shots machen aus der Luft, oder? So, was passiert gleich auf der Seite? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. German Bebop Adventures, klar. Grüße gehen auch raus an dich. Wenn man draufklickt, dann kommt man zu dem Werbevideo, was die vor einer Woche oder zwei gepostet haben, dieses 30-sekündige. Supermarkt in Schweden mit Wi-Fi, wie krass. Hallo, hallo, Kleinbar. Ah, mittlerweile ist es live. Wo? Wo muss ich drauf? Sagt es mir. Okay, live verfolgen. Hallo? Es lädt schon mal, es lädt. Das Rädchen dreht sich, ihr könnt es noch nicht sehen. So. Machen wir mal volle Ansicht. Ton ist wohl noch keiner da. Aber schauen wir mal. Es dauert jetzt so ein bisschen, bis die sich da so zurechtgefunden haben, bis der ganze Stream starten kann und so weiter. Mal schauen. Servus und hallo nach Kroatien auch. Ja, wir sind doch alle richtig hyped, Leute. 309 Leute hier am Start. Sehr, sehr, sehr geil. Also wenn das Ganze irgendwie auf Englisch ist und ihr, ja, hallo nach Frankfurt, irgendwelche Fragen habt, ich habe ja schon technische Daten und so weiter, die könnte ich euch theoretisch dann beantworten, aber erst wenn es hier raus ist, ne? Es fällt mir selbst schwer, da nicht irgendwie was zu erzählen. Kilian, die Drohne, also ich werde mir jetzt, wenn das hier rum ist, die Drohne bestellen auf meine eigenen Kosten. Bei mir ist es ganz simpel, da können die Leute bei DJI, also die ich kenne, selbst nichts für, aber das Office in China sagt, ab so und so vielen 100.000 Abonnenten kriegen YouTuber so ein Ding geschenkt und da bin ich noch lange nicht, deswegen, ja, kriege ich keine. Ich kann mir nicht beide. Bitte erzähl was. Jetzt hätte ich mich fast verplappert, ist ja auch lustig. Es wird eine Drohne, das kann man schon sagen. Es wird eine Drohne. Ich kann auch nicht viel sagen, Leute. Wartet ab, wartet ab. Die Drohne, die ich am liebsten benutze, ist im Moment meine Mavic 1 Pro. Jetzt haut rein da, Mensch. Servus LPT und Games und Toys. Ich frage mich auch, wie lange noch. Aber hey, Leute, die müssen sich auch vorbereiten. Das ist alles live gerade bei denen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Was? 403 Zuschauer schon? Krank! Zu gut. Ich denke, die werden die Preise sagen. Wenn nicht, tue ich das im Anschluss, weil ich habe die Info schon. Dann darf ich das dann so machen, ne? Grüße gehen nach Wolfsburg. Hallo. Video zu Mantis Q. Können wir auch gerne über Unique kurz reden, auch wenn es hier so ein DJI-Stream ist. Ich muss mir das Ding auch noch besorgen. Ich habe schon gehört, dass es teilweise bei Mediamarkt und so weiter verfügbar ist.
Aber ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das, was derzeit hier passiert. Ich glaube, das interessiert ein paar Leute mehr. Und dann wird auch irgendwann was zur Mentis Q kommen. Grüße in die Türkei. Hallo. Das kann sein, dass Felix Bar dort sitzt, aber ich sitze hier. Egal. Von mir kommt was um 17 Uhr, wie gesagt. Dann könnt ihr euch darauf freuen. Ja, lustig, das mit den Stühlen, das war auch so mein erster Gedanke, ne? So, also es kann jetzt keine lange Präsi sein. Auf diesen Stühlen wird es nicht wirklich bequem werden. Ähm, Bezüglich der Verfügbarkeit der Sache, die heute vorgestellt wird. Ich habe die Info, dass man wohl jetzt nach dem Event werden die Shops freigestellt dann, also öffentlich gemacht mit dem neuen Produkt. Und dann kann bestellt werden. Und laut meiner Info ist es wohl dieses Mal so, dass die Stückzahlen deutlich, also die verfügbaren Produkte viel mehr sind, als es früher der Fall war. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass dieses Event schon verschoben worden ist und da hatte die Dji jetzt ein bisschen mehr Zeit, ja, in der Produktion mehr reinzuhauen. Gute Frage, Luca. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch gerade hier so ein bisschen ungeduldig. Grüße nach Frankreich und nach Griechenland vor allem. Oh, oh, oh. Okay. Der Michael Oldenburg kommt jetzt auf die Bühne. Servus. Schreibt mal alle Servus an den Michael. Servus aus Germany hier. Man hört kaum was. Lasst mich mal kurz gucken. Besser? Servus. We believe that these products are going to inspire your creativity and open a whole new world Lauter, of perfekt, possibilities. besser, ja. Because that's what DJI is all about. Since our beginning 12 years ago, our mission has been to create aerial and handheld imaging technology that allows anyone to capture amazing images that were never possible before. And we make this groundbreaking technology accessible to anyone because it can do more than just take photos and videos. Like this one of K2, the second highest mountain summit in the world. It was shot last month by mountaineer and drone pilot Bartek Bargil with the DJI Mavic Pro. This image is absolutely incredible because it's shot at an altitude of 26,700 feet. Wow. Where most humans have never been before. Dass eine Mavic Pro and it's well da over the überhaupt 16,000 foot klarkommt, altitude ne? Luft ist dünn, that Mavic Pro was Wind ist designed am to fly. Start, kalt. Das ist schon krass. While this image was making headlines around the world for its jaw-dropping perspective, another story was already developing. Another climber named Rick Allen had gone missing during a solo attempt to set a new route on nearby Broad Peak. Unable to find him, his fellow climbers thought he had died. But in fact, Rick had survived a 100-foot fall and spent nearly 36 hours hanging on to the side of the mountain, waiting and hoping to be rescued. Having just flown his Mavic to capture that image of K2, Bartek heard about Rick and used his DJI Mavic Pro to help find him. Here you can see footage from the drone as it approached the area where they thought Rick might be.
The live view confirmed that Rick was alive, and the GPS coordinates from the drone helped emergency teams determine his exact location to plan a daring Aber das ist mountain das Krasse, rescue. Leute. Now I'm happy to tell you that Rick Drohnenhater survived, suffering raffen gar not nicht, much wie more than sehr a few Drohnen cuts and a little bit of die frostbite. Gesellschaft verändern. Wo And as amazing überall as it Cocktail is, überhaupt eingesetzt Rick's werden. story of a drone being used to help Menschenrettung, save his life is not unique. Filmindustrie. In fact, we've been keeping track of Agrar. how many people have been rescued with the help of a drone. We're at 144, with more being added every month. It's stories like these that fuel our passion for innovation, that push our teams to the limit when designing new drone technology. We've pushed relentlessly to create products that are easy to use, portable enough to go with you almost anywhere, and powerful enough to capture epic moments in stunning detail. That's why DJI drones and the Mavic Pro in particular have become essential tools alongside DSLR cameras in the gear bags of many of today's top content creators, including photographers, videographers, and journalists. And we're excited that you've joined us today to see the bigger picture. It was almost 2 years ago that we introduced Mavic Pro to the world as the world's Man first wird mich jetzt, foldable glaube ich, besser camera verstehen, drone. oder? Its revolutionary Eingestellt ist der design Ton made ein it bisschen so gemutet small wird. and portable that you could slip it into a camera bag and take it with you almost anywhere. And its powerful camera captured impressive photos and videos like these. Perfekt. Mavic Pro proved that, like the camera on your cell phone, the was best ein flying Footage. camera Diese is simply Aufnahmen, the meine one you can Fresse. take everywhere. And it quickly became the world's Und das number ist noch one nicht selling das neue drone. Produkt. But there's a funny thing about Mavic Pro. As the rest of the world was exploring all of the new creative possibilities that it created, our engineering team was already hard at work, thinking about how we could make it better. During this process, we asked content creators what they wanted most. Das ist in New York. A more versatile camera that broadens the variety of creative shots that can be captured. Better flight performance to fly faster and longer. And an improved obstacle sensing system to let you focus more on capturing the perfect shot. Our R&D team went back to the drawing board, reviewing every element of Mavic Pro. It took us over 2 years, and along the way, we invested over half of our R&D team into the process. The ask was simple: improve everything about Mavic Pro. Das ist ein Make it Prototyp, fly Leute. Ne? Nicht better, denken, das wäre jetzt schon was. Faster, quieter. Make the camera do more, from the performance of the sensor to how it flies through the air. Der Gründer Enhance what you von love DJI ist about ein the original Asiate. Mavic, and add new features that unleash more creativity. And Danke make sehr. this drone live up to the Mavic name Zusammenfassung. as the ultimate drone for creators who want to capture something incredible using a tool they can fit in their bags. The Mavic Pro set a high standard for us, and in its next iteration, I believe we've created something truly special. Let's take a look. Okay. Okay. Wir wussten's, oder? Nein. Freunde, 2 Versionen, wir sehen's. 2. Rechts gut zu erkennen, Hasselblatt steht drauf, so wie ich es in meinem Video quasi auch gesagt hatte. Und es ist nicht die Zoom-Version. Die Zoom-Version ist links. Das wird er gleich sagen. This is the DJI Mavic 2 series. They come with your choice of Yes. 2 camera options, and they're the Stark, most man. technologically advanced consumer drones we've ever made. And they're optimized in every way to help you create stunning aerial photos and videos. Elias, When we warte, bis die reimagined Preise our bekannt flagship gegeben drone, werden. we started Der with the Unterschied ist camera gar and the nicht so gimbal because we krass. noticed 2 things. First, like the image behind me, the majority of aerial content is shot at dawn and dusk when lighting is most dramatic. This meant that Bam. the camera needed to be able to Endlich. Der capture Mavic hat einen dynamic, Nachfolger, der often 1er. dimly lit scenes with more Es precision. wird fast schon Zeit. And second, we noticed that the vast majority of aerial Es content gibt eine Sache, die wird euch enttäuschen, das werdet ihr gleich sehen, wenn es zu den Videos to go wächst. beyond landscapes
you need a camera that's capable of emphasizing a specific subject. To address the first challenge, we created a more powerful camera. One with a sensor that gives superior performance across a variety of lighting conditions. Creating something this small that could fly on the airframe the size of Mavic 2 was an incredible design challenge. And to overcome it, we formed a very close partnership with one of the world's most respected camera manufacturers. We call this new drone Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro is the world's first drone with an integrated Hasselblad camera. And we're excited to have senior executives from Hasselblad here with us today. So thank you, John Deal and Diane DiVincenzo, for joining us for this historic. Hier die Kamera, von der wir gesprochen haben, Hasselblad Optik. Ihr könnt hier zum ersten Mal, wie bei einer richtigen Kamera, die Blende einstellen. Das ist das Krasse. 20 Megapixel. Das, passt auf. Das war krank. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt möglich ist bei diesen Kameras. It captures ultra-high-definition 4K video and produces Jetzt kommt's mit den FPS. Image quality with higher color depth, dynamic range and resolution than any Mavic before it. Leute, mal laut, mal leise. You have access to their advanced color science. Wow. That means you have access to the Hasselblad natural color solution for improved color and tonality in your photos. For cinematographers, Mavic 2 Pro gives you an exceptional degree of latitude in post-production. It captures 10-bit D-Log-M video with 4 10-Bit, Freunde, das ist krass. Die Zoom hat 8. Video found on Mavic Pro, giving you more flexibility in post without degrading the image. It also captures HDR video and supports the hybrid log gamma HDR standard, letting you play video straight from the drone onto a compatible HLG monitor with higher dynamic range and better color performance without spending time on post-production grading. Hier natürlich der Riesenvorteil, wir haben einen 1 Zoll großen Sensor im Mavic P4 Pro, das Gerät, das musst du immer mitschleppen, das ändert nochmal alles. Leider 4K 30 FPS. This is a challenge for any drone. And like a professional photographer who pulls out a long focus lens when they can't get close enough to the subject, now so does your DJI drone. We call this new drone Mavic 2 Zoom. It's the world's first foldable consumer drone with optical zoom. With an equivalent 24 to 48 millimeter optical zoom, bewegt sich wirklich das. Freunde, danach kommt ein Video von mir. Ich habe diese Drohnen schon in den Händen gehalten und habe sie für euch geflogen. Ich werde direkt um 17 Uhr hier das Video rausballern. Auf Deutsch. The result is that we have an entirely new tool for storytelling. Der Pilot 4K, nicht jedes Handy kann mehr, das ist nochmal was ganz anderes. With Zoom, you can not only emphasize the subject, Beide 4K, but also 30 compose a FPS. classic image, one with a clear subject in front of a vast background like this one, with compression. Ich hatte die Chance gehabt, DJI zu fragen, warum nur 30 und nicht 60? Die haben gesagt, denen sind die 10 Bit wichtiger. Sonst kommt es mit den Daten gar nicht hinterher. Das sind zu große Datenmengen einfach. Like this photo with a new feature we call super resolution. Super resolution automatically captures a gigantic 48 megapixel image of what you see in your 24 millimeter field of view. Using optical zoom, it shoots and stitches 9 photos together for an incredibly detailed image. Die Mavic 2 zoomt rein und macht mehrere Fotos, die werden zusammengestitcht zu einem riesengroßen Bild, was mega aufgelöst ist. Was hat er eben gesagt? 84 oder 48 Megapixel? Total krank. Unterschied, der Mavic Zoom 2 hat 12 Megapixel und der Pro 2 hat 20 Megapixel. And your photos are going to stand out too with Mavic 2's new enhanced dynamic range capabilities. Using HDR ist an Bord. The drone takes a series of photos at different exposure levels, generating an image with high dynamic range that removes blown out highlights and flat shadows.
It delivers an incredible 13 stops of dynamic range for Mavic 2 Es wird noch eine Erneuerung geben im Vergleich zu den Drohnen früher. Und das betrifft die Fly-More-Kombo. Da wird sich was ändern. Es wird komplett anders jetzt gelöst. Wahrscheinlich habt ihr es im Shop schon gesehen. We couldn't be more proud of these two new cameras because with Mavic 2 Zoom, we think having optical zoom at your fingertips is going to be a game changer, Lukas, Grüße opening gehen up raus. new genres of aerial content. And Mavic 2 Pro's Hasselblad camera gives you the imaging power to create with more detail across a wider variety of lighting conditions than ever before. Back in 2012, when flying a camera was a new technique, the unique perspective es wird jetzt so schwer, sich zu entscheiden. Also wenn ihr wirklich in der Position seid, dass ihr euch diesen Kopter kaufen wollt, Mavic Pro oder Zoom. Selbst ich kann mich immer noch nicht richtig entscheiden. Ich tue mir da richtig schwer. Content creators told us they want more magic. Ich denke, heute kommt keine Phantom just 5. like the Freedom Phantom offered. Das sind die zwei To neuen move a camera Produkte. anywhere in three-dimensional space. So we asked ourselves, what could we do? What more could we offer? And we decided on the fourth dimension of time with a new feature called Hyperlapse. Das ist geil, ich dürfte es ausprobieren. Das ist so nice, dieser Effekt einfach nur. Und es sieht mega gut aus. Keine Ruckler, wie auf einer Schiene. Bam. You're creating a shot that moves just a few feet. But with the help of a new algorithm and a more powerful onboard processor, Mavic 2 can capture aerial hyperlapses with a track length of not feet, Müsst bedenken, das, was ihr da seht, and it processes the images into video. ihr ballert viel Akku da drauf, ne? So eine Hyperlapse, um so eine Fahrt zu machen, das kann schon zwischen 5 bis 15 Minuten dauern, bis das abgeschlossen ist. It's a big technological achievement and a huge creative achievement as well. Aber das ist nice. Now, producing a professional quality aerial hyperlapse is as easy as just one tap. We've created 4 hyperlapse modes, so you have 31 freedom to Minuten capture the Akkulaufzeit. shot that's just the right look. Free, circle, course lock, and waypoint. With free mode, you have complete freedom to fly as you'd like. With circle, the drone automatically flies in a circular 1449 pattern around the kostet die subject you Pro-Version. select to Steht create da a video sogar. that captures the action. And course lock keeps the camera fixed on your Und subject while the drone flies Die in a Zoom straight kostet path to create a 1299 unique oder sowas, perspective. um den Dreh rum, genau. With Waypoint, you can plan a flight path based on GPS coordinates and altitude to capture something incredibly Ich muss mich complex. gleich eigentlich Shots einloggen, like direkt this bei one. DJI und das Ding bestellen, And aber for ich all of weiß these immer noch modes, nicht we're working to welche. introduce Ich glaube, es wird die a task Pro. library function Ich glaube, es wird die that Pro. saves Ich the will den flight großen plan Sensor. for future shots, letting you create even more unique content like that dramatic Richtig. blending of day to night. Aber nur mit einem Akku. Or this Es hyperlapse of a wird Manhattan keine skyline that was Fly-More-Kombo shot geben. yesterday and came directly Aber from was the drone anderes noch. without Das any sagen color die bestimmt grading noch. or editing. This visual effect that was Krasse once ist, reserved for professionals now Das sind ja belongs Fotos, to die everyone. der Kopter macht in der Luft, ne? Our next Und er feature stitcht das is a alles zu truly einem Video exciting zusammen. Das ist addition so geil gemacht to the full einfach. suite of quickshot modes that DJI offers. For new content creators, Fernbedienung ist with definitiv limited dabei, ist auch drone-flying leicht experience, überarbeitet worden. Seht ihr in meinem quickshots help Video. you easily create Tom, Alter, powerful, stark. cinematic Glückwunsch. camera moves. Just one tap sends the drone on a pre-programmed flight path, while the drone automatically tracks the subject along the way. We've kept your favorites from Spark and Mavic Air, including Drohne, Circle, Helix, Rocket, Boomerang, Wie and wichtig sind Asteroid. euch diese And Flugmodis? we've added one more. Jetzt This new kommt's. quick shot is amazing, and we created it specifically for Mavic 2 Zoom. You've seen it on the big screens in movies directed by some of the most iconic names in Hollywood, including Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, and Martin Scorsese. Jetzt kommt ein Feature, was wir It's an leider effect schon that's been von used in the Parrot film kennen. industry for over Das darf ich 60 euch verraten. years, but it's been Was denkt limited ihr? to those with access to Ich professional grüße deine camera Mutter. gear. It's my favorite quick shot yet, and it's called Dolly Zoom. Dolly Zoom lets you bring an otherworldly warped perspective to your storytelling. With just one tap, the drone zooms in as it flies backward, keeping the subject Jasper, the same Glückwunsch. size, Geil, while Mann. the full background of the scene is revealed.
Und ich muss sagen, um das Ganze nochmal mit Parrot Anafi vergleichen zu können, die bieten das ja auch. Der Zoom und der Dolly Zoom sind hier deutlich ausgereifter. Also das, was ich schon sehen konnte, wirkt bei DJI besser, ohne jetzt irgendwie zu irgendeinem Brand zu stehen oder so. Total objektiv betrachtet. Ich bin wirklich lang geflogen mit dem Mavic 2 Zoom, komplett Zoom rein. Und er hat es so ruhig gehalten, das sah richtig gut aus. Alles Gute zum Geburtstag. Unlike Mavic Pro, which could only see tracked objects in 2 dimensions, Mavic 2 uses all 3 forward-facing cameras. Noch eine Erneuerung, die mir auch erzählt worden ist. Die Hauptkamera vorne, mit der ihr filmt, ist jetzt auch fürs Tracken zuständig. Also der nutzt nicht nur noch die 2 Hinderniserkennungskameras auf der Front, sondern die Hauptkamera gleich mit. Das soll alles noch ein bisschen weicher und genauer funktionieren jetzt. Boah, habt ihr den Zoom gesehen? Drauf. Und das war mein Licht. Läuft. Oh, Leute. Egal, ich lasse das jetzt so. Es ist live, ne? Or using active track to keep your camera locked on the subject. It serves a larger goal. It's the goal we set for everything we did with Mavic 2, and that's giving you the tools and the confidence. 71 km/h auf Sport. Beide. Ihr könnt es euch so vorstellen, beide Drohnen sind identisch, nur die Kameras unterscheiden sich. Laufzeit, Reichweite ist alles gleich. Them to focus on composing the shot without worrying things like battery power, flight time, obstacle collisions, and to have a sharp and reliable preview of the shot just like the DSLR in their hand. I have to admit, this is a challenge for our R&D team. DJI Chrisman, für wie viel ist jetzt die 1er? Countless prototypes were made and evaluated. The result is a new drone that's been optimized in every way. It flies longer, faster, and quieter, all in the same shape as the Mavic's iconic full design. Was er wahrscheinlich nicht sagen wird oder noch nicht gesagt hat, die neue Mavic ist ein kleines bisschen größer geworden und wiegt auch ein bisschen mehr. Servus. More aerodynamic airframe reduces body drag by up to 19% compared to Mavic Pro. The propellers have a raked wingtip design that improves efficiency and reduces noise. And we've added more power from zu den Propellern und den Motoren. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele fragen, kann ich meine alten Propeller an der neuen Mavic verwenden? Die passen leider nicht. Genauso auch wie die Lipos. Der neue Lipo ist größer geworden, auch komplett neu designt. These innovations deliver a record-breaking flight time of up to 31 minutes. Every single minute is one more minute for you to carefully compose your image or fly your path again for better timing. And because Mavic 2 is significantly quieter, you can get closer to your subject like this polar bear without causing a disturbance. This means you can also fly at speeds of up to 44 miles an hour, helping you push through a strong headwind or keep up with the fast-moving action scene. Gucken, ob ich das nochmal hinbekomme hier mit dem Licht. Eine sehr provisorische Lösung gewesen. To do it, we created a brand new transmission system called OcuSync 2.0. It switches automatically between 2.4 and 5.8 gigahertz frequencies to give you better das ist auch nice. Die Reichweite ist nochmal verbessert worden. Es wird gesagt, eine Reichweite von 8 Kilometern im FCC-Raum. Im europäischen Raum zwischen 4 und 5. Natürlich, ihr dürft das nicht ausfliegen, ist klar. Aber je mehr Reichweite da ist, umso stärker das Signal. Und 1080p anstatt 720p wie bei der ersten Generation. Means that the drone can maintain a strong link even when its environment is jammed by Wi-Fi. Nein, du kannst die Kamera nicht einfach so abnehmen. Original resolution photos are also saved directly to your mobile device, letting you immediately share what you create without the extra step of transferring files from the drone or fussing with an SD card. And just like Mavic Air,
The days of forgetting to put your SD card in the drone, or worse, leaving it at home, are a thing of the past. Mavic 2 has 8 gigabytes of onboard storage with additional interner capacity Speicher 8 using a GB, removable SD card. wie beim Mavic Air, As plus with all natürlich die DJI drones, SD-Karten. you have total control Sehr schönes Feature, over how you definitiv. store and manage your data using our secure products. These design improvements and the new OcuSync 2.0 transmission system make Mavic 2 one of the fastest, quietest, and most reliable drones we've ever created, giving you confidence you'll be able to get the shot when it matters most. But the performance Ich denke, man improvements of Mavic 2 wird don't stop die there. Waypoints It's setzen also können, our um smartest Hyperlapses and zu machen. Da safest gibt es drone yet. unterschiedliche Its flight autonomy Funktionen. system has the most cameras and sensors we've ever created and built into it. Ja, Navi ist leise. Der neue Mavic 2 has stereo vision Mavic, optical also sensing die in the neue front, Mavic Pro bottom, oder and die back, neuen Mavic and 2 the time of Modelle, flight die sind sensor auch on the top will lauter help it from ascending into an als object die above. Mavic 1 While Platinum using Version. active track, Einfach, a pair of weil brand der neue new Kopter side etwas obstacle mehr avoidance wiegt. sensors are engaged, increasing the drone's ability to sense its environment in more directions. These side obstacle sensors are also engaged in tripod mode. Together, the 10 sensors on Mavic 2 feed its flight autonomy system an unprecedented level of data that's processed in real time to better sense the environment around it. Now, with longer downfield front and rear sensors, we've also been able to improve Mavic 2's advanced pilot assistance system, Das a feature funktioniert first echt introduced nice, on das Mavic Air. APAS. APAS uses its onboard sensors to automatically pilot the drone around obstacles so you don't lose the shot. With better sensors and algorithms, Es gibt noch ein Highlight, was ihr noch nicht gesehen habt, wahrscheinlich im Shop schon. Betrifft die Unterseite des Kopters. Mir ist ja eben das Licht hier runtergefallen, ne? Das ist so eine kleine Anspielung da drauf. To approach your shots with even more confidence in complex terrain. And at the end of your flight, when it comes time to land, our vision positioning system now includes a downward-facing LED light that turns on automatically to illuminate the landing area. This ensures high-precision landings, even in low-light situations like at sunset. Da war's. Mavic 2 will also leverage our GEO system, a technology that DJI pioneered to educate pilots about their flight environment. Using GEO, pilots receive Kurzer Zwischenstand bei euch, notifications about where auch flight als is Info limited für mich, due to regulations die or safety Pro concerns, oder die Zoom-Version, and to was automatically help würde keep drones euer away gesunder from Menschenverstand sensitive locations at sagen? airports. In addition, our GEO system incorporates critical updates on temporary flight restrictions, such as where wildfires are happening. From takeoff to landing, okay. Mavic 2 is the safest, Krass. smartest DJI drone you can get. Wow, ausrasten, Pro. Simply Zoom, put, bitte nimm die Zoom. the Mavic 2 Zoom, series with its Pro. Pro and Zoom editions are the best aerial imaging products we've ever created in the consumer drone. Da steht Hasselblatt drauf. They're a marvel of modern engineering. Krass. In the coming weeks, you're going to see breathtaking images and videos Pro, captured by Mavic ich bin 2 auch ein that would not Fotoliebhaber. have Das been ist so possible einer der Gründe, without ich all of the fotografiere creative zu gerne. Ich technology that we möchte packed into them. Qualität haben. Even better, you Pro oder are nix, going ne? to create those Zoom. images and videos. Beide. Mavic 2 Zoom and Mavic Das 2 geht Pro will nicht. give you new ways to capture inspiring photos and videos with their brand new cameras. They make creating sophisticated Was ich so als cinematic ersten Eindruck easy sagen kann über with das intelligent flight modes Produktfinish, like die Hyperlapse, Verarbeitung ist so Dolly gut Zoom, gelungen. and Nochmal Active Track. And with eins OcuSync draufgelegt zur 2.0 plus 11 1er-Version. cameras and sensors helping Ich you werde draw mir gleich noch maps and eine sense its bestellen. Ich hoffe, environment. ich brauche hier nicht It's zu the lange, safest sonst muss and ich zu smartest lange warten. drone Aber we've mal ever gucken. Ich created. bestelle mir gleich wahrscheinlich die Pro dann. Now, to tell you more about his real-world experience using it, I'd like to invite up one of the world's most renowned adventure photographers and videographers. He's a professional climber, mountaineer, and skier, and he just spent a couple of weeks in Greenland putting Mavic 2 to the test. Please join Warum me die in Inspire? Die ist welcoming zu Jimmy groß, Chin to the zu stage. schwer. Jimmy? Zu wenig Flugzeit. Good job. Ja, good job. Ah. Oh. Ja. Hi, good Hi all. morning. Thank you, Michael. It is a great pleasure and honor to be here, talk about the new Mavic 2. I was one of the few Der Jimmy very Chin, lucky wer people kennt to ihn get nicht? to field test this piece of Ich glaube, wir kriegen equipment. gleich perverses Footage So geliefert today I von was Jimmy. going to talk a little bit about my background as a professional climber, skier, photographer, and filmmaker.
and also share some of my thoughts about the Mavic 2 from an end user's point of view. So I grew up in Mankato, Minnesota, which is not exactly a hotbed for high-altitude alpinists. First-generation Chinese. My parents were from China. They had very simple expectations for me. You can be a doctor, a lawyer, or go into finance, you know. So when I moved to Yosemite and became a climbing bum and lived out of my car for 7 Muss kurz years, was checken, Leute. Ich bin gleich sofort they wieder were da. mortified. And I would call my sister and say, hey, how are mom and dad doing? And she would say, mom just keeps repeating, I raised a homeless man. But since that time, I spent the last 20 years exploring the world, putting together kind of cutting-edge expeditions, really to all 7 continents. And I started shooting, and here's some photos bin jetzt gespannt auf die from an Fotos hier. expedition where we skied Everest. I wish I had a drone at that time. Wow. I didn't. What Okay, das ist I aber noch kein have Mavic Footage, been oder? doing as a photographer and a filmmaker really spans the whole spectrum. I think I might be the ultimate end user. Lorenz, die Preise sind nicht Mavic korrekt, die du 2, gerade schreibst. because, you know, I've been shooting for the Geographic for 15 years, editorial, the Times Magazine, Vanity Fair, all the way to commercial clients like the North Face and Apple and so on and so forth. As a filmmaker, I work on nonfiction documentary to branded content to big budget commercials for Chase Bank. So really, the work that I do spans Mavic 2 Pro und Mavic Zoom. Also Mavic 2 Zoom werden I would say vorgestellt. I'm really a visual storyteller, and a big part of my job is to bring a new perspective, whether that's visually or Ja, narratively. komm, zeig, was du gemacht hast. A few years ago, I made a film called Meru. It was a theatrical release, national. It won the Audience Award at Sundance, and we spent years making this film. And these photos are from that film where, you know, we were shooting on slope. In the process of making the film, I realized that I really needed a different perspective. We didn't have a drone at that time, and I spent, you don't even want to Du know kannst how von much Euro money I spent ausgehen. on CGI to create the 100 shots Stück, I ist needed to klar. give this climb context and the mountain scale. Since that time, I started shooting with a drone, both photography and film. So this spring, when DJI called me and said, hey, we'd love for you to field test this new drone we have, Boah, das Mavic I 2. thought, well, Pro where should I take them? Bundle. They said, we want you to go someplace very extreme. We really want to test the capacity for... Also hier im Shop steht So, geschätzte I thought Lieferzeit about 3 Greenland. bis 5 Werktage nach I've been wanting to go there for Zahlungseingang. 20 years. Das hört sich Probably one of the ordentlich last an. Ich bestelle mir really jetzt die Pro. significant remote Scheiß drauf. areas I haven't been to, so I thought it was a 1449 perfect Euro. opportunity. Oh, das ist viel And Geld. Greenland is kind of this mystical place. You know, it's ocean, Servus, it's Techti. icebergs, it's big mountains, and Ich finde es auch so ein bisschen langweilig, so mit seinen Tons of wind, Mountains da, ne? Das könnte very jetzt ein bisschen cold, huge mehr temperature Spannung sein. gradients, salt water, you know, all these things that aren't great for technology. So we decided to head to Greenland. I put together a really great team of Es climbers gibt, and Freunde, skiers, keine Fly mehr, from genau. Ich bin selbst schon DJI, durcheinander. we Es gibt headed keine out. Fly More Combo mehr. And, Ich weiß nicht, ob you know, ihr as das a mitbekommen professional habt. skier or climber, we're out Ihr kriegt to jetzt do erstmal first nur die ascents Drohne or selbst first mit descents. Steuerung und So einem climb Akku things I und haven't been Ladekabel und climbed so weiter. ski things that haven't been skied Und wenn ihr before. dann And eine Art Greenland Fly has More tons Combo of haben unskied wollt, lines like this, dann müsst ihr just kind of shooting out of the ocean. das Mavic 2 Fly More So we would Zubehörpaket travel kaufen. by Das boat gibt's through einzeln. these Das fjords. beinhaltet 2 Akkus And here we are zusätzlich, approaching eine Tasche, weitere one of the big Propeller couloirs.
und so ein Charging Hub, also wo ihr 4 Akkus auf einmal, also 4 Lipos auf einmal laden könnt. Das Ding kostet gerade 319 Euro anstatt 484. Also ihr wisst Bescheid, was das an Geld ist. Ein einzelner Akku kostet 119 Euro. Das wären schon mal 240 aufgerundet. Boah, lohnt sich dieses These are places Paket? that I can't go back to and reshoot. Frage. It has to happen at that time, and it has to happen when I'm there. The cold here, I mean, in the evenings was probably 0 degrees. Very, very cold and very windy. And so this was an awesome place to test the Mavic 2. So, hau rein. So very reliable. That is really critical. Every piece of equipment for me is very, very important. We literally cut the tags off our jackets to save weight. Antonio, ist es halt oft so, ja, irgendwie versuchen die Hersteller immer Geld zu machen, aber dafür bringen die halt diese Produkte auf den Markt. Die können das halt machen, ne? Half a toothbrush. But as you can imagine, carrying every piece of equipment, we calculate very carefully. So the portability of this and the weight is amazing for me because being able to shoot that quality footage and get photos of that. Also die Mavic 2 Pro mit der Mavic 2 Fly More Combo, sage ich jetzt mal, oder Paket, kostet 1768 Euro. Krass. This now on commercial productions. The other part, probably one of the other really important key features is on the Mavic 2 Zoom, which I believe is the first consumer drone that has an optical zoom. And it allows me to shoot parallax footage that normally I used to have to use a $500,000 Cineflex system on a helicopter. It costs 25, 30 grand a day to operate something like that. And now we can do it with a drone that I can carry in my pack. Which is amazing. Das ist halt das Krasse bei der 2er Pro, ne? Ihr habt schon sehr viel Power im Kleinformat. Das wird für viele professionellere Leute sehr interessant werden. Also ich gehe stark davon aus, dass die gut was verkaufen werden. I was once told that there's two great risks in life. Risking too much and risking too little. In the game of ski mountaineering, you're kind of always trying to find that edge. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie gut kommt denn die neue Mavic 2 mit solchem Wetter klar? Also higher risk terrain, higher consequences. You have to be able to make good decisions in the mountains, and there's a ton of variables. Different weather patterns, rain, snow, avalanche conditions, looking at the objective, understanding your abilities. You're all amped up after skiing a big line. You don't want to sleep. Before you know it, it's like 1 in the morning and you're still der Pilot 4K, guckt dir gleich mein Video zu dem Ganzen an. Da habe ich das mit den ND-Filtern mal demonstriert. I'm a photographer. Sobald das hier rum ist, baller ich raus. The greatest thing about the skiing and the climbing and the photography and the filmmaking is that they've been incredible vehicles to drive my exploration of the world. They give reason, they give purpose to what I do. Also das Footage mit der anderen Kamera aufgenommen sah schon geil aus jetzt. Cool, thank you. Thank you again, Jimmy. It's incredible to hear how a top pro like Jimmy has already used Mavic 2 to capture some stunning scenes. And I think I have to add Greenland to my list of top travel destinations. It was just incredible. DJI Select? Das ist eine gute Frage. Ich habe das vor einem halben Jahr schon bestellt. Mal gucken, ob das jetzt einen Unterschied machen wird. Uns wurde ja versprochen, Produkte sind dann schneller da. Das Licht wieder, sorry. Das nächste Mal mache ich das ein bisschen professioneller fest. Das ist diese Combo, von der ich gesprochen habe.
At any time, you can decide to buy the Fly More kit. It includes 2 additional batteries, a multi-battery charging hub, a car charger, extra propellers, Keine Fly More Combo mehr, sondern dieses Kit einzeln. Available for $319, saving you $145 if you had purchased all those accessories separately. Preis in Euro And for umgerechnet. additional protection, 319 Euro. we're making DJI Care Refresh available for Mavic 2 as well. DJI Care Refresh offers a comprehensive warranty program, and it provides up to 2 replacements for a small additional charge, giving you more peace of mind every time you fly. And in the coming months, our customer service team will introduce a gimbal and camera replacement service so that you can switch the camera on the drone without having to buy an entirely new one. And for the first time, Habt we're ihr das gerade introducing mitbekommen? DJI Trade Up, a technology trade-in Die program bieten that an, lets dass you man die exchange Kameras used DJI umbauen gear and kann. other electronics to receive credit in the DJI Von online store. Zoom auf Pro, oder habe ich das gerade falsch This program verstanden? is available in the United States and China, and it's the perfect incentive for current DJI users to upgrade your gear. Now, for the information I know you've all been waiting for. Both of these products and their accessories will be available on DJI.com and from authorized DJI resellers around the world. Mavic 2 Zoom Was würde will das retail kosten? for $1,249. Ja, genau, Drohne einschicken, Kamera Mavic wechseln. 2 Pro for $1,449. Die Preise einfach in Euro Now, umrechnen, for those also of you who are following the 1000 headlines leading up to today, ändert einfach das Währungszeichen, I das wanna sind thank you for your 1249 excitement. Euro. and most importantly, your patience. I'm excited to tell you that you won't have to wait long to get your Mavic 2, because we've used this extra time to make it available now. Ab jetzt. Gib ihm. If you purchase on DJI.com, Mavic 2 will ship right away. It's a first for DJI, and we hope it was worth the wait. We're incredibly excited about these products. We can't wait for you to get them in the air and see what you create. As with many of our products, they're used in positive ways that we could have never imagined. To save lives in some of the harshest environments known to man, to strengthen conservation and research efforts. Preis ist saftig, definitiv, aber ihr kriegt ein richtig krasses Stück Technik. Es ist so, wenn ihr weniger ausgeben wollt, müsst ihr zu anderen Sachen greifen. Das ist einfach so. Ein Parrot Anafi zum Beispiel kostet dann 700 Euro, aber viel weniger Features, andere Verarbeitung. Es bleibt jedem selbst überlassen. And based on what we see in other markets, we can safely say that there's hundreds of thousands of commercial drone pilots around the world using drone technology for work. This thriving 14 Minuten darf ich mein Video releasen, we'll be Freunde. celebrating it at our annual commercial drone conference called Airworks later this year. So if you use your DJI drone for work and you want to learn more about this industry, I look forward to seeing you there. Okay, that's it for today. Thank you again for joining us. Das war's mit We're der going to kurzen end by Präsi, showing a Leute. short video. All of the footage was shot on Mavic. Okay, das Footage geben wir uns noch, oder? Absolutely breathtaking. We hope it inspires you to create in new ways and to see the bigger picture. And for those of you here with us today in Brooklyn after this video is done, I invite you to come next door where you'll be able to get hands-on with the Mavic 2 series. Hands-on. See it in action, capturing some beautiful photos and videos of the Manhattan skyline. Thank you again for coming, and have a great day. We So, cast these Footage, images gib ihm. into the cosmos. If another intelligent civilization intercepts this and understands Die us, Frage ist here bei is der our Pro-Version, ne, mit den this 10 Bit is a und allem. present from a small, Wenn man für distant YouTube-Videos world. produziert, A world sieht man den painted Unterschied with dann? majestic waters, Das ist meine large Frage. forests, Oder and geht es verloren? indescribable landforms. Warum filmen die das gerade ab von der Leinwand? Die haben irgendein technisches Problem, seht ihr das? Das ist gerade so Possessing an qualitativ gar nicht so existential wealth nice. beyond comprehension, rich with the gift of life. Aber Hammer, wie sehr Cosmic void, this Drohnen alles verändert is haben. but a Das ist einfach canvas zu to krass. our imagination. So Bilder, In da a quest musstet for ihr früher einen Helikopter understanding, we reach hochschicken. Ne? beyond Das our ist capabilities. so viel We Aufwand gewesen, so explore, viele we Kosten build, we einfach. find that which Einfach cannot zu be krass. and make it so.
Centuries pass, our science, culture and art evolve, our very existence elevated from the ashes of ambition. Ja, die filmen das gerade. Jetzt machen dieses Bild kleiner, du And bist this so is where verzerrt we wird. are. As empires rise, we are attempting to survive. Dieses Hyperlapse ist schon geil, da freue ich mich drauf. On this endless road, we take a moment to reflect, sharing with you a celebration of our goodwill in a vast. Was machen die jetzt mit dem Phantom, frage ich mich. Was passiert mit dem Phantom, Leute? A lens into our vision for the future. For the future. Boom. Das war's, Leute. So, mal kurz hier Ton ausmachen. Blop, blop, blop. Aber das Event ist eh vorbei. So. Jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wer eine 5 bekommt, 5 Propeller, genau. Ich muss hier gleich, wenn ich mir die Mavic mal bestelle, wegen dem Care Refresh gucken, weil wegen DJI Select habe ich da eigentlich einen Rabatt drauf. Das wurde mir zumindest damals versprochen. Das muss ich gleich mal abchecken. Genau. Wo muss ich bezahlen? Auf der DJI-Seite. Kann ich auch nur empfehlen, weil ich da meine Drohnen auch immer selbst kaufe. Und Leute, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, wenn ihr mich supporten wollt, damit ich mir neuen Kram für diesen Kanal hier kaufen kann. Dann könnt ihr über den Link kaufen, dann erhalte ich 5% vom Kaufpreis. Das kostet euch nicht mehr. Aber dafür kann ich dann hier weiterhin Drohnen für euch testen und produzieren, weil ihr seht, das Zeug ist teuer und ich muss das aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Und ja, wenn ihr eine kauft, dann macht es ja für euch eigentlich keinen Unterschied. Ich versuche auch immer, jetzt auch in dem neuen Video, was gleich online ist, alles sehr objektiv zu sehen, es nicht zu sehr zu hypen oder euch jetzt irgendwie davon zu überzeugen, dass ihr das kauft, mit dem Hintergedanken, oh, ich krieg 5% oder so. Es ist alles neutral. Ich versuche euch einfach das Produkt zu zeigen. Ich denke, da gibt es andere Kanäle, die gleich mega ausrasten werden und sagen werden, das ist das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Naja, mal schauen. Leider kein 60 FPS, nein. Dafür aber 10 Bit bei der Pro-Version und das ist auch krass. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Leute, die ich vielleicht beantworten kann, dann haut's raus. Vielleicht habt ihr ja noch nicht alles mitbekommen. Ich bin eigentlich schon mega ungeduldig. Ich will selbst die Drohne bestellen. Ich weiß, dass je später man ist, umso länger muss man warten. Das ist für einen YouTube-Kanal, der Drohnenvideos macht, nicht gut. Der Lipo, ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf. Es wird noch ein Vergleichsvideo kommen. Ich habe das Footage alles da. Aber der Lipo, der hat gar nicht so viel mehr Milliampere-Stunden wie der Mavic 1 Pro Lipo. Aber der hat mehr Volt. Dadurch ist der Lipo auch ein bisschen größer. Also hat schon mehr Power. Die Pro hat definitiv eine bessere Lowlight-Performance wegen dem 1 Zoll großen Sensor. Die Zoom hat das ähnliche Lowlight-Verhalten dann wie die 1er Pro ungefähr, weil der Sensor auch die gleiche Größe hat. Ich glaube mich mehr die Pro. Die Zoom ist billiger, weil der Sensor kleiner ist. Die Sensoren sind ja letzten Endes die Bauteile, die den Endpreis bei solchen Produkten dann auch ausmachen. Ihr müsst mal gucken, Leica, Hasselblad, Pace One, was es auf dem Markt gibt mit Mittelformatsensoren. Das sind die größten, die es so gesehen gibt in der normalen Fotografie. Und diese Kameras sind schweineteuer. Dann kommt hier noch dazu, dass bei der Pro du das erste Mal die Blenden richtig verstellen kannst, also im Objektiv selbst. Wenn du in deinem Controller das Licht, die Belichtung einstellst, dann
verstellst du eine Blende im Objektiv. Das war vorher auch noch nicht so. Ist bei der Zoom auch nicht so. Steven, tatsächlich bin ich am Überlegen, ob ich zur Fotokina fahre. Also der Gedanke ist da, definitiv. Ja, ich denke, ich werde dort sein. Kleine Info von mir. Also ich war ja gestern oder vorgestern das Produkt für euch ausprobieren. Mir wird gesagt, dass auf der IFA in Berlin die neuen Drohnen da sein werden. Also wenn ihr die Dinger mal wirklich in der Hand halten wollt, mal angucken wollt, auf der IFA in Berlin wird DJI diese Dinger euch zeigen. Spark ist auch cool, definitiv. So, Freunde, ich denke mal, ich werde gleich hier den Stream beenden und es sind nur noch ein paar Minuten und ich werde dann euch mein Video zu diesem Produkt gleich online vorstellen. Ich hoffe, es ist schon in 4K verarbeitet. Ich gucke gerade mal hier schnell. Bei Creator Studio. Ich habe das irgendwie auf dem letzten Drücker alles bearbeitet. So. Naja, mal schauen. Bearbeiten nochmal. Was ändern kurz. Will nur nicht, dass die Verbindung hier abschmiert. Ah! Läuft. Zugemacht. Na gut, also, ich mache mich jetzt mal langsam. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir können in der Zukunft gerne öfters Streams zusammen machen. Ob es jetzt Zocken ist oder wenn wieder mal was vorgestellt wird. Es kann auch gerne irgendein anderes Produkt sein. Muss nicht immer eine Drohne sein, kann irgendeine Cam sein oder ähnliches. Ja. Ich denke mal, eine neue Spark ist noch nicht vorgesehen. Also, nope. Konrad, kleine, kann ich dir gar nicht sagen, was ich besser finde. Beide haben ein richtig krasses Image. Ob es den Preis gerechtfertigt, muss man für sich entscheiden. Ich denke mal, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich google mal, also ich kann dir mit meinen Worten erklären, was der Unterschied wegen den Bits ist, aber ich google mal ganz kurz eine professionellere Erklärung dazu. Könntest du eigentlich auch machen. Weil rein technisch gesehen, je mehr Bits du hast, umso mehr oder mehr Informationen hast du, um Bilder in den einzelnen Pixeln hängen da viel mehr Informationen drin, kannst du viel mehr aus dem Footage rausholen. So würde ich das Ganze mal beschreiben. Aber das mit Googlen dauert jetzt zu lange. Also sagen wir es mal so, du hast einfach viel mehr Qualität, ja? Was halt in der Post-Production dann sehr wichtig ist, wenn du deine eigenen Filter drauf hast. Das hast du vielleicht gesehen, der hatte ja so ein flaches Cine-Look-Bild erst gehabt und hat seine Filter drauf geballert und er hat viel mehr rausgeholt, viel mehr aus dem Footage als jetzt zum Beispiel nur bei 8-Bit. Hier kommt aber hinzu, dass das Material viel zu groß wird teilweise, ne? Du musst mit größeren Datenmengen zurechtkommen. Na gut, Leute, ich werde jetzt mal hier Richtung mein Video gehen. Ihr könnt gerne schon mal auf mein Profil gehen und den Refresh-Button drücken, bis das Video gleich online für euch ist. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr mit im Stream wart. Dann kann ich das nochmal durchlesen und weiß nochmal genau dabei, wer denn alles von euch jetzt mit am Start war. Ich fand es irgendwie mega chillig und es hat mir total Spaß gemacht, hier mit euch mal das neue Produkt zu begutachten. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis später oder bis gleich im Video.